Hallo zusammen! Mein heutiges Thema sind die Kosten und Steuern bei einem Unternehmensverkauf. Womit müssen Sie rechnen? Und wie können Sie erreichen, dass Sie nur 1,5% Steuern auf Ihren Unternehmensverkauf sofort bezahlen müssen? Das alles kläre ich heute mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Hallo Thomas, toll, dass ich wieder hier sein darf. Eine Frage für mich als Verkäufer. Welche Kosten fallen an, wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte? Ja, also das kann ich weder mit einem Prozentsatz noch mit einem Betrag belegen. Es ist einfach so, du hast natürlich einschätzbare Kosten. Das heißt, dein M&A-Berater kriegt einen festen Prozentsatz oder dein Rechtsanwalt nimmt einen bestimmten Stundensatz. Das ist relativ gut einschätzbar. Und auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele weiche Kosten, die du nicht einschätzen kannst, die übrigens auch sehr gefährlich sein können. Okay, du hast gerade gesagt M&A-Berater. Was genau macht der? Ja, der ist quasi wie ein Immobilienmakler. Der erzeugt quasi, also erstmal ermittelt er so ein bisschen deinen Unternehmenswert, dann erstellt er ein Exposé und mit diesem Exposé sucht er dir auch Käufer. Ne? Ah ja, okay. Und weiche Kosten hast du gerade angesprochen. Welche können das sein? Ja, also im Prinzip deine ganzen internen Kosten, um diesen Verkauf voranzutreiben. Das ist hauptsächlich natürlich die Abstimmung mit deinem Rechtsanwalt und natürlich auch mit dem über den M&A-Berater zum möglichen Käufer. Die Due Diligence ist der wesentlichste Faktor. Also das sind häufig 700, 800 Fragen, die du dort zu beantworten hast. Und das bindet dich über, ja, manchmal Monate, halbes Jahr habe ich schon gehabt, 9 Monate. Das ist extrem, ne? Okay, das wäre jetzt ein Argument für einen M&A-Berater, den ich aber eigentlich gar nicht brauche, wenn ich schon einen Käufer für mein Unternehmen habe. Jein. Also natürlich kannst du das machen, wenn du einen Käufer hast, aber dann bist du auch diesem Käufer ausgesetzt. Und du hast ja nur einen, wenn der das rauskriegt. Ich weiß nicht, also deine Verhandlungsbasis ist natürlich schlechter, wenn du nur ihn als Käufer hast. Und außerdem, du musst ihm ja die ganze Zeit zuliefern. Und der M&A-Berater ist so ein bisschen deine Firewall dazwischen. Ne? Und außerdem, falls dieser eine Käufer abspringt, ja, dann stehst du ja auch da. Der M&A-Berater hat in der Regel 3, 4, 5 Käufer, denen er das vorstellt. Und wenn die interessiert sind, dann bist du halt quasi über den M&A-Berater mit 5 Leuten in Kontakt. Ne? So ein Unternehmensverkauf ist ja eine pikante Angelegenheit vielleicht. Warum sollte ich als Unternehmer den Verkauf meines Unternehmens komplett geheim halten erstmal? Ja, also einmal natürlich Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter hören, dass die Firma verkauft werden, das führt in der Regel zu Kündigungen. Also das muss absolut stillschweigend behandelt werden. Und das andere ist natürlich auch Image. Also es darf nicht an irgendeinen Geschäftspartner hintenrum herauskommen, dass du verkaufst, weiß ich, was da für Beziehungen bestehen. Das geht einfach keinem was an. Es ist ja in der Regel so, kurz vorm Verkauf, eine Woche vorm Verkauf, also bevor das Signing passiert, also wo die Verträge unterschrieben werden, dann wird erst die Belegschaft informiert. Eine Woche später ist das Signing, dann hast du noch eine Zeit vom Closing, also bis wirklich das Geld auf dem Konto ist. Aber nach dem Signing und nachdem du die Mitarbeiter informiert hast, wird ja auch schon alles dafür getan, dass die Mitarbeiter gut umhüllt werden, informiert werden, dass sie wissen, der neue Arbeitgeber geht ja in die Fußstapfen, tritt er ein, also darüber werden die belehrt und beruhigt. Ne? Aber so muss es sein, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich selber Gedanken zu machen, was das für sie für Auswirkungen hat. Und dasselbe natürlich auch bei Geschäftspartnern. Angenommen, es gibt jetzt schon einen Käufer, es ist soweit alles in trockenen Tüchern, wir haben uns auf einen Kaufpreis geeignet, die Verträge sind erstellt, dann kommst du als Steuerberater ins Spiel. Nein, also das wäre schon viel zu spät. Oh. Also in dem Stadium kann ich gar nichts mehr machen. Das heißt, da bestehen gar keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr groß, wenn du erst dann... Null, genau. Also ich müsste sogar noch, bevor es mit dem M&A-Berater beginnt, schon einsteigen in das Mandat. Weil bei mir geht es ja so, du weißt ja genau, ich bin ja nicht reiner Steuerberater, sondern ich bin ja eigentlich Unternehmensberater mit Steuerberaterexpertise. Ich würde eine Umstrukturierung vornehmen, dass du, sage ich mal, einen großen Verlustvortrag erzeugst, dass du ein großes Steuervorteil aus einem sogenannten Tax Shield, was ja über die Unternehmensbewertung mit einfließt und den Preis erhöht, mit einarbeiten. Und außerdem würde ich natürlich auch dafür sorgen, dass deine Veräußerung vielleicht nur 1,5% kostet, und zwar sofort, ohne Sperrfrist.
Und das muss auch vorbereitet sein. Also man sollte quasi nur den Gedanken haben, mal zu verkaufen. Dann komme ich schon zum Zuge. Ich gestalte das um. Das kann ja auch 2, 3 Jahre dauern. Und danach, dann gibt es natürlich keine Sperrfristen, gibt nichts zu beachten. Dann kann man im Prinzip mit diesen Werten und mit diesem Gerüst auch auf den M&A-Berater zugehen. Er wiederum geht damit ja dann auf den Kunden zu. Dann kommt die Due Diligence zurück. Und da hat man natürlich schon das fertige Gerüst, so wie man es erstellt hat, was man also dem Käufer, dem möglichen Käufer präsentiert. So ist der Weg. Ne? Das heißt, du bist eigentlich allererste Adresse, allein schon beim Gedanken, ob man das Unternehmen verkaufen möchte, die ich ansteuere. Genau das, sowohl beim Verkauf als auch bei jeglicher anderen Form der Nachfolge. Ich bin die erste Adresse, ehrlich gesagt. Ist denn die Gestaltung der steuerlichen Art jetzt gesellschaftsunabhängig, also egal, was für eine Rechtsform mein Unternehmen hat? Jein, also am Ende brauchen wir eine ganz gewisse Konstellation, eine Mutter GmbH und eine Tochter GmbH. Allerdings kann ich zu diesem Weg kommen durch jegliche Ausgangsrechtsform. Also ob du ein Einzelunternehmen bist oder ob du die GmbH und Co. KG bist oder eine Aktiengesellschaft oder eine einfache GmbH. Das kann ich alles. So, jetzt geht's aber weiter. Ich will ja keine Sperrfrist haben, also muss ich das über einen ganz bestimmten Weg machen. Vielleicht muss ich auch einen längeren Weg gehen und ich muss mehrere Umwandlungen hintereinander schalten. Allerdings gestreckt auf einen längeren Zeitraum, damit ich nicht in den steuerlichen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten gerate. Aber am Ende, ja, ich kann es mit jeder Rechtsform machen, egal in welcher Rechtsform du dich jetzt befindest. Ne? Ja. Du hast es ja eben schon kurz angerissen, die Steuerersparnis passiert ja erst nach dem Verkauf. Habe ich denn, wenn der Verkauf schon abgeschlossen ist, danach noch einige Möglichkeiten der Steuergestaltung? Ja, allerdings nicht mehr so schön. Also ich kann eigentlich nur noch die Hälfte meines Steuervorteils rausholen. Also wenn wir vorher von 1,5% Besteuerung sprechen, kann ich dann nur noch auf 14, 15% das runterschrauben. Mehr geht dann nicht. Und wenn wir üblicherweise von 27% sprechen oder 30% bei einer Veräußerung, ist der Vorteil halt leider nicht mehr 28, 29%, sondern eben nur noch 16, 15%. Das ist nicht mehr so groß, ne? Aber ja, es geht. Also ist das Credo, frühzeitig zur richtigen Beratung kommen, um auch den maximalen Steuervorteil rauszuziehen. Genau so ist es. Sie sollten sich auf jeden Fall früh darum kümmern, denn wie gesagt, die 1,5%, die stehen Ihnen jederzeit für die Zukunft zur Verfügung. Im Nachhinein nur 14%. Das ist A, nicht ganz so attraktiv und Sie müssen natürlich einen riesengroßen Steuergewinn haben, um dann aus dieser Steuersparnis locker diese Projektierungskosten zu bezahlen. Also ich habe ja auch immer so das Motto, dass Sie das 6-, 7-, 8-fache Steuersparnis haben gegenüber den Projektierungskosten. Können Sie sich ja vorstellen, entsprechend hoch muss Ihr Veräußerungsgewinn sein. Bei 1,5%, da kommt man schon schneller mal in die Richtung, dass man sagt, ja, das lohnt sich für mich. Ich habe dann nur noch so und so viel Steuern und die Projektierungskosten, das passt. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.